Salam alaikum und hallo ihr tapferen Krieger, wie geht's euch? Hier euer Khalid, Seitenscheitel ist da. Und wie immer mit Happy Smile, heute direkt aus dem Bunker, aus einem luxuriösen Bunker, Podcast, mit den nächsten Athleten von Sparta Royal. Aber zuerst einmal das Intro, let's go, let's do it. Gestern eine Bombe hier bekommen oder bevor? Ich weiß nicht, mit Gefühl. Steht unten rot. Willst du den kleinen Sessel holen? Nein. Action! Action! Alhamdulillah. Auf eure Betten und rein in die Uniform. Stubenappell in 2 Minuten. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Leute. Mein Name ist Khatab. Nächsten Monat ist mein drittes Kampf bei der Sparta Royal auf jeden Fall. Und am 15.06. wird das sein. Und ich freue mich mega auf euch auf jeden Fall. Ja, Khatab, Bruder, freut mich, dass wir sich endlich treffen. Es wurde Zeit. Wir haben schon mehrmals gesagt, hey, pass auf, treffen wir uns, aber du bist immer wieder in Training, du bist ja in Vorbereitung. Die ganze Zeit nur am Vorbereiten für den nächsten Kampf. Und ja, ich will einfach zeigen, was habe ich nicht richtig gemacht bei der ersten Erfahrung bei Sparta. Da bei dieser Sparta Royal richtig zeigen und ich hoffe, ihr wird euch freuen auf jeden Fall. Ja, Leute, ihr seht, leider haben wir heute das Mikrofon, weil ich eben nicht zu Hause bin, keine Podcast-Mikro, aber das wird nichts machen. Ja. Also Leute, der Kameramann sagt schon, ich sitze falsch, danke, Bruderherz. Ich habe natürlich einige Fragen für dich vorbereitet, die auch das Publikum interessieren könnte. Und zwar natürlich zuerst einmal dein persönlicher Hintergrund. Lass los. Jo, denn du bist MMA-Kämpfer, fangen wir mal mit der MMA-Sache an. Was hat dich dazu gebracht, mit MMA überhaupt zu beginnen? Überhaupt mit MMA anzufangen ist, ja, ich hatte wie in Karlau einen Bruder, sein Name war Murad. Und auf jeden Fall, er hat mich extrem motiviert, weil er war nonstop die ganze Zeit nur am Trainieren. Und seine auch Vorbild, kann man so sagen, war Mike Tyson. Und das hat mich auch gebracht in diese kämpferische halt Szene. Und wo ich habe gesehen, dann meine Komplize hat auch gekämpft und so. Und ich habe mir gedacht, okay, passt. Das ist ein sehr schöner Sport halt. Kämpfen und ich kann nur kämpfen. Und ich habe mir gedacht, okay, statt lieber mit Beamten zu kämpfen, geh raus und kämpf mit normalen Menschen in einen Ring und ja. Was sind die größten kulturellen Unterschiede zwischen Frankreich und Österreich? Denn einige wissen es ja vielleicht noch nicht, du kommst ja aus Frankreich. Ja, aus Paris, ja? Genau. Was sind so die größten kulturellen Unterschiede? Kultureller Unterschied ist, Frankreich ist ein Multikulti-Land, sehr viele Ausländer und Paris ist einfach ganz anderes. Menschen sind anders angestellt, die Mentalität ist anders auch angestellt und so. Man kann sich nicht viel erlauben, so wie ich habe hier gesehen in Sevilla, richtige Arakiri-Sache, das ist Wahnsinn. Wenn ich denke nach, von das und das und das, du machst das in Paris, das ist ganz schlimm. Glaube mir, total schlimm und ja, wir leben in einem gutes Land, sagen wir so. Ohne diese Sache, was passiert in Frankreich, wie du hast mitbekommen, das ist richtig, dort geht auf die Sache und das ist kein Spaß und Alhamdulillah, dass ich hier bin, dass meine Mutter hat gesagt, ja, komm hier zu deinem Vater leben und so. Am Anfang habe ich nichts verstanden, aber wenn man reif wird und ich habe 2 Kinder jetzt und besser, die wachsen hier auf in Wien als in Paris, weil wie gesagt, das ist ganz anderes. Hardcore-Leben, richtige Hardcore-Leben. Wie war insgesamt dein Weg bis zu deinem ersten MMA-Kampf? Was waren so die Hindernisse, Herausforderungen? Der Weg war hart, der Weg war lang. Ja, zum Glück, das Gefängnis ist fertig. Aber bis dorthin, 3 Jahre ich habe dazu bekommen im Gefängnis, weil ich habe mich geschlagen die ganze Zeit dort drinnen, weil die Mentalität auch war anderes. Mit der Sprache auch war ein bisschen schwierig. Ich musste mich adaptieren, ich musste lernen viele Sachen, aber ja, dieser Weg bis zu MMA-Kampf war wirklich ein harter Weg. Ich war in Knast wegen sexueller Raubüberfall, was habe ich gemacht draußen.
Dann plus drinnen noch, ich habe mich auch noch schlecht verhalten, ich gebe zu, ich stehe dazu auch. Und jetzt draußen bin ich lebe nach meiner, wie soll ich da sagen, ich lebe mein Ziel. Und dass ich raus bin, das war ein Ziel. Dass ich MMA mache, das war noch ein Ziel. Aber dieses Ziel ist noch nicht fertig. Ich bin lange nicht fertig und ihr werdet sehr viel noch von mir hören in der Sportkampfszene auf jeden Fall. Das war der MMA-Sport, der Kampfsport, was hat mich auch in die richtige Bahn gebracht, weil ich wollte das. Und wenn du willst das heißt, du musst dich zusammenreißen. Okay, ich habe geschafft, andere Gefängnisse zu gehen. Die haben gleich gesagt, schau, Seppe, wenn du möchtest, raus, bedingt entlassen, keine Meldung. Ich bin gekommen, ich habe im Gefängnis, wie viel Meldungen? 79 Meldungen habe ich gehabt, weißt du. Und in der Hittenberg wirklich habe ich mich extrem zusammengerissen, nur wegen der MMA. Und jetzt bin ich da und ich lebe mein Traum, kann man sagen. Dein erster Kampf war auch bei Sparta, und zwar bei Sparta CF, nicht bei Sparta Real. Wie war es für dich, nach so langer Zeit im Knast, endlich wieder mal oder überhaupt einmal zu kämpfen und vor allem vor einem so großen, heftigen Publikum, vor so einer Location, noch dazu Sparta? Das war ein Wahnsinn und wirklich, Alhamdulillah, sehr dankbare Erfahrung. Ich sehe das nicht als Niederlage. Wie gesagt, Allah hat mir gezeigt, schau, deine Gegner, er hat trainiert. Diese ganze Zeit, wo du warst im Knast, er hat trainiert. Jetzt, du hast verloren, aber du hast gewonnen. Warum? Weil das ist Erfahrung, weißt du. Ich wollte meinen Kopf wirklich nach das gegen die Wand schlagen, alles. Margot ist gekommen und gesagt, okay, was machst du? Mach das nicht, hör auf. Tu weiter einfach nur trainieren und bleib einfach dran. Und Emre Can, wirklich, ich bin sehr dankbar, weil er hat mich einfach gezeigt, schau, Straße ist Straße, weißt du, aber Käfig ist Käfig. Das ist einfach, es gibt Regeln, es gibt Technik, viele Sachen, du kannst nichts machen als in Straße, weißt du, was ich meine? Und das ist das, was ich wollte unbedingt weiter. Ich habe das gelernt. Nach 7 Monaten später, Hirojim hat mir wieder eine Chance gegeben und ich bin sehr dankbar auch. Und ich habe gekämpft, ich habe gewonnen. Das heißt, egal was du tust, immer hart arbeiten, was zahlt sich aus. Und jetzt bei Sparta Royal, das wird mein drittes Kampf. Und Leute, ich bin sehr, sehr, sehr hungrig auf jeden Fall und das wird brutal sein. Jetzt gibt es natürlich auch diese Hindernisse vom normalen Leben. Ja? Es läuft nicht immer alles glatt. Was sind so deine mentalen Herausforderungen, beziehungsweise wie bereitest du dich generell mental auf einen Kampf vor, dass du sagst, ja, okay, das Leben, hier Probleme, hier Probleme, hier Probleme, ich muss trotzdem fokussiert bleiben. Wie schaffst du das? Einfach mit ausschalten. Weniger auf Handy sein, das ist auch ein Plus, weil was der Ablenkung von überall bekommst du. Und ja, mental ist sehr wichtig, beten, weißt, ohne Allah viele Sachen geht nichts und darum ich bin sehr dankbar. Und ohne seine Erlaubnis und seine viele Sachen, ich hätte das nichts gemacht, wirklich, ich meine das ernst. Die 9 Monate im Keller haben mich noch mehr meine Psyche und so sehr stark gemacht. Darum, vor einem Kampf, ich versuche immer psychisch sehr stark zu bleiben mit meinen Gebeten und so alles. Und ja, wie gesagt, ich bin hungrig und ich werde immer hungrig bleiben. Und das ist Sparta Royal. Ich will nicht so unterschätzen, weil ich tue keine Gegner unterschätzen, aber Bruder, ich hoffe, dass du dich bereit bist, weil ich werde auf jeden Fall für dich bereit sein. Ich habe heute erfahren, dein Gegner kommt vom Rapid-Sektor. Das heißt, der wird dementsprechend auch einen großen Fanblock hinter sich haben, die ihn voranpeitschen werden. Wie sieht es denn bei dir aus, mit deinen Fans, mit deinen Freunden, mit deiner Familie? Das ist eine Familie, was kommt, eine Equipe, was kommt. Das ist eine ganze Karriere von Mannschaft, was wird kommen. Ihr werdet laut sein, aber macht dir keine Sorge, wir werden auch sehr laut sein. Auf jeden Fall, ich bringe dir so viele Leute, weil viele Leute von mir haben mitbekommen, was meine Weg und so alles. Und wann ich könnte auch andere Leute dazu motivieren, und ich merke das ist super, das freut mich extrem. Und alle meine Brüder und Freunde und so, die werden auf jeden Fall da sein und das wird eine richtige geile Schlacht auf jeden Fall. Jetzt hat man, so wie jeder MMA-Kämpfer natürlich auch, man schaut UFC, man schaut Octagon. Was
oder wer ist denn so dein Vorbild, nachdem du dich so ein bisschen richtest? Du sagst, ja, okay, diesen Stil, den möchte ich mir auch ein bisschen anpassen. Ja, ich habe auf jeden Fall meinen eigenen Stil. Mehr von John Jones, Mike Tyson zusammen und so alles. Aber ich schaue nicht so unbedingt so jemanden oder so. Ich versuche mehr auf mich zu konzentrieren, mehr so meinen eigenen Stil auch zu bringen. Und einfach harte Schläge. Wenn ihr könnt das aushalten mit nichts mit, das ist Boxen mit MMA-Handschuhe. Das ist ganz anderes. Das ist wie Straße, das wird hart einfach, hardcore sein, weißt du, kein Spaß. Und Alhamdulillah, dass ich darf mitmachen. Also auf Deutsch gesagt ist es eigentlich auch ein bisschen ein Geschenk für dich. So nach Geschenk wird das nichts nennen, aber Alhamdulillah, sehr dankbar, dass wir mitmachen und ich hoffe wirklich, dass wir trainieren und sich vorbereiten. Ja. Und nicht so wie letzte Gegner, was nichts kommt. Bitte kommst, okay, ich bitte dich, du musst kommen. Hey, ich darf mich vorbereiten oder ich mache mich jetzt vorbereiten für dich extra. Okay, komm, bitte. Genau, da kommen wir schon auf den nächsten Punkt, nämlich, weil du hättest ja bei der Golden Boy Show kämpfen sollen, warst auch in Top Shape und leider, wie vorhergesagt von mir, ist der Gegner nicht gekommen. Ja, das ist ja was ich habe schon geahnt, ja. Und das ist ja was dich auch mental so ein bisschen runterzieht. Auf jeden Fall, das hat mich geärgert, weil ich habe mich vorbereitet, ich habe geschwitzt und so alles. Und wie ich habe zu dir gesagt, bei dem Interview, ich nehme die Sache ernst, weil ich möchte Profi werden auf jeden Fall. Und kleine Detail auch, mach das extrem. Das ist nichts gekommen, das hat geärgert für mein Team auch alles. Aber das hat mich einfach noch mehr stark gemacht, mental zu sagen, okay, pass, weißt du was, mach weiter einfach dein Ding, zieh das einfach durch. Und ich bin sehr dankbar an den Mann, LSAF. Er wollte mich die Chance geben, bei der Golden Boy Show zu kämpfen. Und leider ist nichts dazu gekommen, aber wir werden nichts aufhören. Wie gesagt, wir werden weitermachen. Et lui, on va le froisser, frère. T'inquiète même pas. Ja, das wird spannend auf alle Fälle. Bien sûr, mon frère. T'inquiète même pas. So, Ich komme genau für dich, mein Bruder. du bist von Frankreich nach Österreich. Ja, das ist natürlich, du hast das schon erklärt, ja, es ist brutal dort, es ist heftig dort. Genau, aber wie sieht die MMA-Szene in Österreich zum Vergleich in Frankreich aus? Die MMA-Szene Österreich und Frankreich ist wirklich ein großer Unterschied. Frankreich hat 80 Millionen Einwohner, Österreich hat knapp 9 Millionen Einwohner. Jetzt die MMA-Szene in Frankreich ist wirklich sehr riesig geworden. Es gibt jetzt PFL in Paris, Beispiel mit Doumbé, ein sehr guter, mit Baki auch, was hat gekämpft. UFC jetzt kommt auch in Frankreich, in Paris, UFC Paris wird auch geben. Das heißt schon, dass wie die Dimension ist geworden dort in die Szene. Ich hoffe einmal, wir werden auch ein UFC haben in Stadthalle in Wien. Das wäre wirklich Highlight von ganz Österreich wird sich freuen und ganz Österreich, ich weiß, wird kommen und das wird wirklich mega sein. Ja. Auf jeden Fall. Wirklich, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke einfach alle meine Team, meine Leute auf jeden Fall. Und Männer, ich kann euch einfach nur garantiert aufgeben, gibt nichts an Tag 1 und wir werden nichts einfach so aufgeben. Keine Chance, Mann. Das passt nicht zu mir, das bin ich nicht, weißt du. Jemand, was mich kennt, weiß, ich bin ein Kämpfer, ich kann nur vorne und hinten kann ich nicht. Training und Technik. Ja, warte. Welche, das ist jetzt nämlich interessant für Leute, die was eventuell auch mit MMA anfangen wollen. Ja, denen will ich auch mit diesem Oscars-Podcast ein bisschen einen Einblick geben in Kampfsport. Aber welche Trainingsmethoden bevorzugst du eigentlich am liebsten? Meiste höre auf eure Coach, Leute, das ist ja auch sehr wichtig. Einfach nur nichts daneben reden oder so, einfach mitmachen. Weil jede Training, wie du dich verhalten im Training, so wirst du dich auch verhalten im Ring. Darum, jede Trainingseinheit nehme ich auch so ernst und so. Egal, ob ich habe gerade keine Lust oder ich stehe auf, ich habe keinen Bock. Trotzdem, ich muss dort gehen. Warum? Weil ich denke immer so, mein Gegner, er wird 100% raufsteigen, weißt du? Ob ich will oder nicht, er macht sein Ding weiter. Darum, ich muss einfach hart arbeiten und trainieren. Ich bin Boxer. Ich bezüglich mehr so Boxen, danach Boden und danach kommt Thai-Boxen.
Das ist mehr so meins halt. Ausdauer ist sehr wichtig. Ausdauer ist total wichtig. Du kannst Kraft haben, aber keine Ausdauer haben. Du kannst Ausdauer haben, aber keine Kraft. Darum, Ausdauer ist wirklich sehr wichtig. Weil es kommt dieser Punkt, wo du wirst spüren diese Müdigkeit. Aber wenn diese Müdigkeit auf einmal kommt, komm, Leute, ich mache das weiter. Herz, lass das nicht zu, dass du... Dann ist es Jackpot. Deine zukünftigen Pläne, ja? Du hast heute schon einmal im Gespräch gesagt, ja, nächstes Jahr vielleicht schon Profi. Ja, auf jeden Fall. Hättest du einen Gegner, gegen den, was du sagst, ja, gegen den will ich unbedingt im Profibereich kämpfen? Ja, Ziele ist Profi, wie du hast auch angesprochen. Gegen wen möchte ich kämpfen als Profi? Ich weiß es nicht. Ich will einfach nur kämpfen. Ich nehme jedes soll kommen, wenn ich werde Profi. Ich schwöre, ich werde einfach, auf Französisch sagt man, on va se donner. Das heißt, wir werden uns geben, weißt du? Und das ist das, Bro. Jetzt ergibt sich da für mich eine Frage, wo ich mir denke, das wird vielleicht zusammenpassen. Jetzt kämpfst du bei Sparta Royal gegen einen Rapidler im Boxen. Jetzt hast du dann schon 3 Amateurkämpfe. Mit diesem ist der dritte. Mit diesen ist es der 3. Amateurkampf, ganz genau. Sagen wir, jetzt gehst dann nächstes Jahr in den Profibereich über. Ja. Du hast jetzt dann schon mal, gehen wir davon aus, diesen Rapidler besiegt. Wäre da eventuell der Rainer ein Ziel für nächstes Jahr, dass du sagst, Rainer, pass auf, ich hol mir da jetzt gleich den nächsten Rapidler? Wenn der Rainer fühlt sich, dass er muss irgendwie seine Bruder rechnen und so, weil die sind Rapidler, dann gerne. Er soll auch kommen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die sollen alle kommen, sagt ehrlich, kein Spaß, ich will das und glaube mir, ich werde mir meine Profi-Dings holen, aber bis dorthin, ich werde nur hart arbeiten, weil ich habe gemerkt, hart arbeiten zahlt sich aus. Ich habe verloren, hart gearbeitet, gewonnen. Fertig. Ich glaube, somit erledigt erübrigt sich die Frage, ob du einen bestimmten Gegner kämpfen möchtest. Okay, die persönlichen Einblicke, nämlich, du lachst. Jetzt kommt. Nein, alles entspannt heute. Freizeit. Ja, du hast ja auch Familie, du hast auch Freizeit. Aber was machst du generell in deiner Freizeit, um ein bisschen runterzukommen, um dich zu entspannen? Ich versuche mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen, weil ich war sehr lange von denen getrennt und so alles. Letztes Jahr habe ich auch Nikah gehabt, ich habe geheiratet. Ich habe eine kleine Tochter, sie ist jetzt bald 1 Jahr. Mein Sohn ist 10 Jahre. Viel mit Familie zu verbringen ist sehr wichtig für mich, weil von wo wir waren, das war wirklich sehr begrenzt und du könntest nicht seine Familie haben und so. Und nichts zur Familie, meine Brüder sind auch meine Familie, weißt du. Und ja, ein Bruder wie Ayub, ein Bruder wie Hussein oder Liban oder wie meine Cousinen Teddy, Jean-Marie und Fernando Kenzo, die waren immer da. Ibrahim Hamzatov war auch da, immer. Und ich tue alles, diese Leute zu schätzen. Und wenn ich habe Beispiel Freizeitraum, ich versuche gleich mit diesen Leuten Zeit zu verbringen. Ja, weil die pushen mich einfach. Die Motivation einfach. Und ich habe wirklich eine tolle Frau und ja, tolle auch Geschwister auch, was sind einfach da. Und ich bin sehr dankbar, wirklich, Alhamdulillah. Was war dein oder beziehungsweise was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Beste Ratschlag, was ich jemals gehalten habe, egal was kommt, zieh das durch. Mach keine halbe Sache, entweder ganz oder gar nichts. Das kann ich euch sagen, Leute. Mach keine halbe Sache, ganz oder gar nichts. Und wenn ihr sagt, ich mach das, dann macht ihr das mit Herz und mit eurem Wille. Und nichts, weil der andere hat gesagt, ja, mach das und du das machst. Weil stell dir vor, er sagt, du machst das, aber im Endeffekt, das gefällt dir nicht. Dann was machst du? Das ist die Frage. Jetzt wirst du auch immer bekannter und bekannter. Mittlerweile kennt man dich schon, auch in sozialen Netzwerken. Die Interaktion mit den Fans, wenn du verstehst, was ich meine, Interaktion. Ja? Wie gehst du mit den Fans um? Reagierst du auf Nachrichten? Für meine Fans bin ich auf jeden Fall da. Jeder, was will mich schreiben oder was möchte etwas von mir, kann mich gerne fragen, kann mich gerne kontaktieren und so. Es ist auch passiert, dass auf Straße Leute sagen, ja, Khatab, darf ich mit dir ein Foto machen oder so. Natürlich nehme ich das gerne an, weil das zeigt mir, dass Leute sehen, was für eine
Ziel und was für einen Fokus ich habe, das tut denen auch positiv auch, sag mal so, berühren und ich freue mich auf jeden Fall, Ich habe tolle Fans und glaube mir, am 15. Ich werde dir wirklich sehr tolle Fans auch mitbringen, auf jeden Fall. Vielleicht noch zum Abschluss ein weises Zitat auf Französisch oder auf Deutsch. Sei wie Wasser, immer bewegen, hart und immer so nicht so unterschätzen, wie man denkt oder man glaubt. Und leise und ruhig aktiv sein. Also Brudi, das war ein sehr weises Zitat. Was er gemeint hat, war, dass er sagt, sei wie Wasser, hart, immer in Bewegung und niemals zu unterschätzen. Khadab, mein lieber Brudi, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für die guten Ratschläge. Mein Deutsch war nicht so, tut mir leid wegen meiner deutschen Aussprache, aber ich werde auch mich verbessern, inshallah. Leute, ich danke euch nochmal und bis nächstes Mal. Und danke nochmal. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mein Bruder jetzt. Und immer danke. Also Leute, das war's mit Podcast. Hier zum Schluss nochmal, nicht vergessen, neuer Bürgermeister von St. Pölten am 15.06. die Sparta CF. Sichert euch jetzt die Tickets. Ich werde es natürlich in der Beschreibung verlinken. Khadab wird heftig abliefern. Sein Gegner wird natürlich auch nichts liegen lassen. Und bleibt stabil, passt auf euch auf. Assalamu alaikum, tschüssi und baba. Yes! Alhamdulillah.